Herzlich willkommen zu Randgedanken. Heute stelle ich dir eine Frage. Was fühlst du, wenn du in den Spiegel schaust? Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Da war dieser Mann. Jeden Morgen stand er auf, ging ins Bad und schaute in den Spiegel. Er hatte sich etwas vorgenommen. Etwas, das er irgendwo gelesen hatte. Sag dir jeden Tag etwas Positives. Also sagte er, ich bin stark, ich schaffe das, ich bin genug. Die Worte kamen ihm am Anfang noch komisch vor, aber er dachte, vielleicht muss man sie einfach nur oft genug sagen. Also machte er weiter, täglich, wochenlang. Doch jedes Mal, wenn er in den Spiegel sah, war da etwas, das nicht mitging, nicht stimmig war. Ein Blick, der leerer wirkte als die Worte, ein leises Zögern im Bauch, eine Spannung im Nacken, die nie ganz verschwand. Und irgendwann hörte er auf. Nicht aus Trotz, nicht weil er aufgegeben hatte, sondern weil es einfach keinen Sinn ergab. Denn je mehr er sich zusprach, desto deutlicher spürte er: Ich glaube mir kein Wort. Die Sätze waren da, aber das Gefühl fehlte. Und dann eines Morgens machte er etwas anders. Er stand auf, ging ins Bad und schaute in den Spiegel und schwieg. Keine Mantras, keine Gedanken, er stand einfach da, schaute sich an und ließ zu, was da war. Die Müdigkeit, die Enttäuschung, die kleine Hoffnung und plötzlich eine Ahnung. Was wäre, wenn ich mir vorstellte, es schon geschafft zu haben? Nicht in der Zukunft, nicht irgendwann, sondern jetzt. Er schloss die Augen und ließ das Bild entstehen. Wie er da steht, am Ziel, nicht perfekt, aber innerlich ruhig, stolz, erleichtert, und zum ersten Mal war es still. Kein innerer Widerspruch, kein Zweifel, nur dieses eine echte Gefühl. Ich bin da. Es war kein Gedanke, kein Satz, nur ein leises, aber klares Erleben. Und genau das veränderte alles. Denn was er gelernt hatte, war nicht neu, aber diesmal war es echt. Er hatte verstanden, es sind nicht die Worte, die uns verwandeln, es ist das Gefühl. Nicht das Denken heilt, sondern das Fühlen. Nicht der Satz, ich bin genug, sondern der Moment, in dem du es tatsächlich spürst. Lass mich dich jetzt noch einmal fragen, was fühlst du, wenn du in den Spiegel schaust?